Das iPad Pro ist jetzt ausgeliefert. Ich habe meins auch schon bekommen. Hier komplette Vollausstattung mit mattem Display. Wunderbar und richtig schick. Viele feiern es. Es gibt viele Reviews hier auf YouTube. Und es gibt natürlich auch Dinge, die man dir in der Keynote nicht so gesagt hast, die du jetzt erst so langsam mitkriegst, wenn du das iPad Pro benutzt bzw. vor dir stehen hast. Ich habe das Ganze jetzt mal 2 Tage lang hier benutzt, habe mein iPad Pro definitiv mal von oben bis unten ausprobiert und habe natürlich auch Dinge gefunden, die ich wirklich hier negativ erwähnen muss und möchte. Und falls du dir jetzt irgendwie demnächst ein neues iPad Pro kaufen möchtest, dann weißt du wenigstens, was da sozusagen auch an teilweise negativen Dingen auf dich zukommt. Und was das genau ist, das verrate ich dir jetzt in meinem Video. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Anschauen. Einleitend möchte ich natürlich noch sagen, dass ich wirklich täglich Apple-Produkte nutze, ob nun das MacBook, das iPhone, die Apple Watch, den Mac Studio, und es macht immer Spaß, kreativ an Apple-Geräten zu arbeiten. Aber ich will mit diesem Video jetzt dazu beitragen, dass in Zukunft von Apple natürlich noch bessere Dinge kommen können und auch das Produkt weiterhin verbessert wird. Und manchmal ist das nicht in allen Bereichen so. Und das habe ich jetzt beim iPad Pro rausgefunden. Das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt meiner Meinung nach nicht ganz so, weil da auch vieles fehlt. Aber wir fangen natürlich beim ersten Mal an und das war das Unboxing. Ich habe das iPad ausgepackt und habe natürlich den Karton aufgemacht und habe das iPad rausgenommen und da gab es dann die Papiere. Und dann gab es natürlich ein großes Loch, da war das USB-C-Kabel drin. Und da gab es natürlich schon mal den ersten Ärger, weil da war kein Netzteil mit drin. Und hätte Apple auf der Keynote gesagt, ja okay, wir machen hier wieder Nachhaltigkeit, es gibt kein Netzteil, kriegst nur noch ein USB-C-Kabel für deine 3.200 Euro, die du bezahlst für die Vollausstattung für das neue iPad Pro 13 Zoll. Ja, dann wäre das ehrlich gewesen. Aber du machst den Karton auf und siehst in dem Karton nur das schwarze USB-C-Kabel und kein Netzteil. Natürlich ist es so, dass mittlerweile die Schnellladeteile und die Netzteile überall verbreitet sind. Man kann sich dann auch wieder auf Nachhaltigkeit berufen bei Apple. Das ist auch kein Problem. Das Problem, was ich habe, ist, wer sich jetzt einfach nur als erstes ein iPad kauft, beziehungsweise sein anderes iPad verkauft, das verkauft man natürlich dann auch mit Netzteil, weil das Netzteil mitgeliefert wurde. Jetzt hat man vom Telefon noch sein 10 Watt Netzteil oder was man da alles so hat. Jetzt kann man natürlich das USB-C Netzteil hier an das iPad Pro anschließen und damit laden. Gar kein Problem, Nachhaltigkeit, nur ein Netzteil. Gut, okay. Jetzt hat man aber das Problem, dass man das auch hier schnell laden möchte, weil man ja so schnell wie möglich wieder damit arbeiten möchte. Also braucht man ein starkes Netzteil mit mehr als 10 Watt, wo man das iPad Pro hier laden kann. Jetzt gehen die Probleme schon los. Das heißt, früher hat mal Apple das Netzteil mitgeliefert. Das war jetzt auch nicht so stark auf der Brust. Ich glaube, das waren 20 Watt oder was. Aber auf alle Fälle hattest du wenigstens erstmal ein Netzteil. Das sei denn, du hast natürlich zu Hause alle USB-C Schnellladeteile rumzuliegen. So wie ich, das ist was anderes. Aber es gibt auch wirklich Nutzer, die kaufen sich das iPad und die sind auch nicht alle so jung wie wir. Und die wollen das natürlich auch mit einem Netzteil haben. Und Apple verschweigt einfach, dass kein Netzteil mehr da ist. Und ich sag mal zum Thema Transport, ich habe da eine ganz gute Idee. Und zwar in Bezug auf das Netzteil. Hast du ja hier jetzt mal die Verpackung vom iPad Pro M4 und vom iPad Pro M2. Und du siehst natürlich hier dann auch bei den Verpackungen, dass die neue Verpackung, siehst du das? Ja, dass die neue Verpackung hier oben natürlich ungefähr so der Hälfte entspricht wie die alte Verpackung unten. Natürlich wäre hier in der neuen Verpackung oben auch noch Platz gewesen für ein Netzteil. Also da brauchen wir gar nicht diskutieren. Hier gibt es genug Platz, wo man sozusagen ein Netzteil verstauen kann. Auf alle Fälle das alte Apple-Netzteil hätte hier definitiv mit reingepasst. Aber das ist natürlich aufgrund der kompakten Größe so, dass Apple sich hier auf Nachhaltigkeit beruft. Und das ist natürlich auch cool, wenn man jetzt sozusagen weniger Transport hat. Aber die clevere Nummer ist natürlich auch, dass man hier sozusagen in einen Container aus, weiß ich, wo das produziert wird, Indien, China oder irgendwo anders, in einen Container jetzt die doppelte Anzahl von Apple iPads reinbekommt. Und das hat Apple schon beim iPhone
Pro so gemacht, vor, ich glaube, 2 Jahren war es gewesen, auch einfach das Netzteil weggelassen und dann sozusagen auf Nachhaltigkeit plädiert und damit sozusagen Transportwege geschaffen, wo man jetzt sozusagen doppelt so viel transportieren kann und natürlich auch dann einspart, aber man kann auch doppelt so viel dahin transportieren, wo man verkauft. Also wenn Nachhaltigkeit im Sinne des Kunden ist das okay. Wenn Nachhaltigkeit im Sinne des Mehrumsatzes ist, da frage ich mich dann doch schon, ob ich nicht doch lieber gerne ein Netzteil haben würde. Und ich sage definitiv, ich hätte gern eins in einem iPad Pro, was ich kaufe für 3.200 Euro. Kommen wir zum nächsten Thema, und zwar ist das natürlich das matte Display hier beim iPad Pro. Da gibt es die einen, die mögen das und die anderen sagen, brauche ich nicht. Und ich habe mir das jetzt mal geholt, weil ich gesagt habe, ich will es wirklich mal probieren. Und ich war von der ersten Minute, ihr könnt es mir glauben, begeistert von diesem matten Display. Ihr seht, ich kann es hier im Studio einsetzen. Es spiegelt überhaupt nicht meine Scheinwerfer wieder, nur hier an den Seiten. Hier ist es nämlich nicht matt. Hier ist es dann sozusagen immer noch glänzend und hier oben auch. Da sieht man so einige Spiegelungen. Aber ansonsten ist das natürlich hier komplett matt. Und dieses matte Display macht sich absolut genial zum Bücherlesen. So. Und das Schöne an der ganzen Geschichte ist, es schont die Augen, es sieht besser aus, teilweise finde ich einfach die Wirkung der Farben anders und mir gefällt es eigentlich richtig gut, das matte Display. Das Problem bei der ganzen Geschichte ist natürlich, dieses matte Display bekommst du ab der 1 Terabyte Version. Das ist total schade. Ich bin der Meinung, man könnte es ab 256 GB Versionen einsetzen und wirklich allen verfügbar machen. Denn da sind wir schon wieder beim Thema Nachhaltigkeit. Und man kauft sich einen E-Book-Reader, um die Augen zu schonen und weil es sich natürlich auch besser liest. Ich weiß, viele von euch lesen natürlich auch auf dem normalen gespiegelten Bildschirm und das geht auch. Aber für die Augen ist es natürlich wirklich am entspanntesten, auf einer matten Fläche zu lesen. Und das macht sich natürlich hier bei dem Teil richtig gut. Und jetzt kaufe ich mir wieder einen E-Book-Reader und dann kaufe ich mir sozusagen noch ein iPad und komme immer noch günstiger mal weg, als wenn ich mir für 3.200 Euro hier sozusagen, ich meine, das geht natürlich auch schon für 2.600 Euro, wenn du die 1 Terabyte Variante nimmst, das ist klar. Aber jetzt muss ich mir sozusagen noch mal einen extra E-Book-Reader kaufen, weil ich sozusagen die Kohle nicht einsetzen möchte, um mir so ein teures iPad zu kaufen. Und da muss ich ehrlich sagen, da kann man wirklich die 256 GB Variante mit etwas Aufpreis gestalten. Warum nicht? Aber du hast wenigstens ein iPad, wo du auch gleichzeitig arbeiten kannst, wo du richtig schöne Dinge machen kannst mit dem neuen M4-Prozessor. Da knallt sozusagen die Arbeit richtig rein und du kannst in den Entspannungsphasen auch noch richtig schön lesen. Gerade auch bei den Pro-Anwendungen, weil das ist ja das iPad Pro und das ist nicht nur das iPad Pro ab der 1 Terabyte Version, sondern ab der 256 GB Version. Und da bin ich der Meinung, das ist echt schade und auch schon, weiß ich nicht, ob man da auf die Kunden hört oder was. Ich verstehe es einfach nicht, weil ich bezahle doch gerne 120 Euro, wenn mir die Augen geschont werden durch dieses unwahrscheinlich schöne Display und ich ein super Lesevergnügen habe. Aber warum soll ich mir denn hier die 1 Terabyte Version kaufen, um das schöne Display nutzen zu können? Ich muss ehrlich sagen, das ist total schade und ich finde es richtig, richtig frech von Apple, dass es sozusagen erst ab dieser Version losgeht. Nächstes Thema, warum ist das iPad in dieser Generation immer noch nicht wasserdicht? Ich kann es ja verstehen, wenn ich hier sozusagen den Home-Knopf habe in der alten Generation oder wenn ich hier viele, viele Knöpfe habe, um das Ding zu bedienen, dass hier sozusagen kein Wasser reinkommen kann. Aber ich habe jetzt nur noch hier ein paar Knöpfe an der Seite, ein bisschen Lautsprecher. Beim iPhone 15 Pro Max und beim iPhone 15 geht es ja auch, dass man das wasserdicht gestaltet hat. Ich komme damit nicht klar, warum das sozusagen hier nicht beim iPad Pro geht. Architektur, Baugewerbe, Vermessung, Landschaftsgartenbau und so weiter und so fort. Das sind alles Pro-Nutzer von diesem iPad. Da gibt es sozusagen Texte, da gibt es Zeichnungen, die man sich hier digital drauf speichert. Und in diesen Gewerken ist nicht immer schönes Wetter. Da muss man doch auch mal dran denken, dass man das hier sozusagen wetter- bzw. wasserfest machen kann. Und das ist ja keine große Hürde. Ich sage ja, beim iPhone hat man es ja auch geschafft. Und da bin ich, wie gesagt, ein bisschen traurig, dass das sozusagen in dieser Generation immer noch nicht so weit ist, dass hier das iPad Pro noch nicht wasserdicht ist. Vielleicht bin ich ja jetzt sozusagen der totale Meckermann. Wenn ihr eine andere Meinung habt zu diesen ganzen Dingen hier beim iPad,
Dinge, die euch gefallen, Dinge, die euch nicht gefallen beim iPad Pro und natürlich auch beim iPad Air, dann seid so lieb und schreibt die ganzen Dinge hier in meine Videobeschreibung. Lasst uns drüber reden. Und das Video ist ja eigentlich dafür da, dass man hier sozusagen einen Denkanstoß bekommt. Und wenn dir diese Art von Videos gefallen, dann gib dem Video ein Like, abonniere sehr gerne meinen Kanal und ich sage jetzt schon mal vielen Dank dafür. Das nächste Thema ist natürlich schon so alt, wie es die magnetische Halterung hier auf dem iPad Pro gibt. Und zwar ist das der Apple Pencil. Und der Apple Pencil hält nicht auf dem iPad Pro. Und das sieht man immer wieder. Und wenn man das sozusagen bei der Flugzeugzollkontrolle rausholt, das iPad, wenn man das iPad dann sozusagen in den Rucksack packt, wenn man das iPad aus der Tasche rausholt oder. In dieser Konstellation fällt immer der Apple Pencil ab. Nun hat Apple die Möglichkeit gehabt, innerhalb von 2 Jahren bei dieser Konfiguration hier was zu entwickeln, damit der Apple Pencil nicht mehr abfällt. Das ist in der normalen Konfiguration so, wenn du jetzt sozusagen hier das Apple iPad Pro abnimmst, hält nichts richtig besonders, und das ist natürlich dann direkt auch so beim Apple Keyboard. Selbst wenn du das zusammengeklappt hast, das Apple Keyboard, denkst du natürlich, der hält sicherer, aber Pustekuchen, der fällt immer noch ab. So, nun kostet jetzt so ein Apple Pencil Pro 150 Euro. Das heißt, es wäre doch mal daran gelegen, dass man hier eine Möglichkeit entwickelt, um den Apple Pencil wenigstens am Apple Keyboard sauber und ordentlich befestigen zu können, so dass der nicht abfällt. Jede normale China-Hülle, die hat hier sozusagen so eine wunderbare magnetische Halterung als Lasche. So, da macht man einfach den Apple Pencil dann sozusagen ran und schon hält der definitiv sicher hier in der Lasche. Und der fällt nicht ab, weil das Ganze sozusagen hier magnetisch ist. Warum kann man nicht fürs Magic Keyboard bzw. für das Apple Keyboard hier so eine magnetische Lasche entwickeln, die einfach dann hier sozusagen rübergeworfen wird? Das ist kein Aufwand, aber vielleicht ist es dann nicht mehr ästhetisch genug, hier das Apple Keyboard zu nutzen. Ich weiß es nicht, und das ist doch aber im Sinne des Kunden, dass der Apple Pencil doch vernünftig hält, weil 150 Euro sind pauschal weg, wenn der Apple Pencil dann wieder abfällt, du es nicht mitbekommst, sei es am Flughafen, sei es in der Bahn, sei es irgendwo, wo du dein iPad brauchst, dann ist er weg. 150 Euro müssen wieder neu bezahlt werden, und ich möchte jetzt nicht Apple unterstellen, dass die sich wünschen, dass man hier sozusagen Apples Pencils ohne Ende kauft. Das glaube ich nicht, aber ich möchte Apple unterstellen, dass hier einfach bei der Entwicklung geschlafen wurde und dass man wirklich solche einfachen magnetischen Laschen hier sozusagen entwickeln könnte, um den Apple Pencil zu schützen. Es gibt natürlich im Zubehör auch für dieses neue Keyboard Halterungen für den Apple Pencil, die sozusagen ans Keyboard angebracht werden. Und wenn ihr das gleiche Problem habt, dann habe ich euch mal verschiedene Lösungen in meiner Videobeschreibung hier direkt verlinkt, sodass der Apple Pencil am iPad nicht verloren gehen kann. Aber es ist schade, dass es andere Entwickler geben muss, die sozusagen diese Lösung entwickeln und Apple nicht auf die Kundenwünsche in dieser Beziehung reagiert, denn er ist, wie gesagt, das hält nicht, das funktioniert nicht und das ärgert mich. Falls ihr übrigens Interesse habt für eine super Schutzhülle fürs iPad Pro 13 Zoll, die nur 25 Euro kostet, habe ich euch auch schon ein Video produziert von dieser Hülle. Die ist echt erste Sahne, kostet nicht viel Geld und schützt den Apple Pencil. Bleiben wir doch gleich mal bei dem Keyboard für das iPad. Es ist perfekter geworden. Ich kann wirklich nicht meckern. Also wenn du jetzt sozusagen hier rauf tippst, beziehungsweise hier mit dem Trackpad arbeitest, Aluminium, das ist Qualität, das macht sich richtig gut. Aber das Problem ist natürlich wieder nicht zu Ende gedacht. Und ich habe ja schon gesagt, Apple hatte jetzt über 2 Jahre Zeit, neue Dinge zu entwickeln, innovative Dinge zu entwickeln, die das Keyboard noch schöner machen. Jetzt haben sie natürlich innovative Dinge entwickelt, die haben das Ding aus Aluminium gebaut und noch schöner gemacht. Alles klar, alles gut. Aber was passiert, wenn du mit deinem iPad jetzt einfach mal hochkant arbeiten möchtest? Ja, du musst es abnehmen und irgendwie in eine Hülle quetschen bzw. hochkant vor dich hinlegen. Das geht nicht, dass du das hier sozusagen an das Apple Keyboard anbringen kannst. Warum nicht? Warum gibt es keine Möglichkeit, hier hochkant zu schwenken und trotzdem weiterzuarbeiten? Jeder chinesische Hersteller hat für 60 Euro so ein Keyboard im Angebot, wo das funktioniert. Und es ist doch wohl keine große Geschichte, hier, ich sag mal, einen drehbaren magnetischen Mechanismus einzubauen.
ich sehe das, also ich könnte das jetzt sozusagen mal aufzeichnen, wie das so funktionieren könnte und dann müssten das Ingenieure umsetzen. Aber wenn ich 2 Jahre Zeit habe, hier als Entwickler und was Neues produzieren möchte und meine Kunden glücklich machen möchte, dann kann ich doch meine Kunden glücklich machen, indem ich hier ein Keyboard entwickle, wo ich mein iPad auch mal hochkant nutzen kann. Denn es macht richtig Spaß, mit dem iPad Fotos zu bearbeiten. Es macht richtig Spaß, mit dem iPad A4-Texte zu schreiben, beziehungsweise gerade wenn ihr so Bücher schreibt oder andere Dinge. Das macht sich natürlich im Hochkant-Modus etwas besser. Und warum geht das nicht? Nach über 2 Jahren Entwicklungszeit, nach Kundenwünschen, die wirklich Apple, ich sag mal, Mitarbeiter von Apple müssten das doch auch wissen, dass das besser ist, wenn man das gleichzeitig noch hochkant nutzen kann. Man kann es ja dann wieder drehen und dann sozusagen zumachen. Das ist doch alles kein Problem und das kostet auch nicht extra Geld. Aber warum macht man es doch nicht? Es ist doch Apple. Ich kaufe doch so ein Keyboard für 400 € und nicht für 25 € irgendwo im Netto in der Wühlkiste. Das ist ein harter Preis und für den harten Preis möchte ich dann wirklich alles haben, was möglich ist. Auch hochkant. Okay, jetzt bist du von der Keynote so überzeugt, bist begeistert und kaufst dir jetzt das neue iPad Pro. Hattest vorher ein iPad Pro mit Wi-Fi und Cellular, das heißt, der Mobilfunk war mit drin und du hattest hier sozusagen die SIM-Karte, die du eingesetzt hast und dein iPad war natürlich auch mobil im Netz, ohne sich ins WLAN einloggen zu müssen. Jetzt sagst du, kaufe ich mir wieder, Wi-Fi Cellular hat wunderbar funktioniert oder du bist auf dem Schiff und brauchst das sozusagen wegen der Navigation und anderen Dingen und das iPad kommt dann zu dir an und du suchst hier sozusagen den Schlitz für die SIM-Karte und der ist nicht da, der Schlitz für die SIM-Karte. Jetzt überlegst du, Apple hat das Ganze natürlich hier eSIM-fähig gemacht. Und ich kann jetzt auch nicht die Schuld nur Apple in die Schuhe schieben. Das wäre jetzt nicht fair. Aber Apple hat das Ganze, wie gesagt, als einziges eSIM-fähig gemacht. Das heißt, du kannst hier nichts mehr anderes nutzen, außer eine eSIM. Jetzt hast du aber natürlich bei deinem Mobilfunkanbieter einen bestimmten Mobilfunkvertrag. Und ich habe es jetzt persönlich gemerkt, dass dieser Mobilfunkvertrag natürlich die Karten umfasst. Möchtest du eine eSIM-Karte haben, bezahlst du schon mal 10 € extra. Möchtest du dann eine eSIM-Karte mit bestimmtem Datenvolumen haben, kann es passieren, dass dein Vertrag nicht mehr greift für die anderen Karten und du eine Extrakarte beantragen musst mit einem extra Vertrag. Wenn du hier einigermaßen Volumen haben möchtest, zahlst du so ungefähr 20 € im Monat. Das heißt, du kannst pauschal mal 240 € mehr kalkulieren, wenn du einen extra Vertrag nutzen musst für die eSIM, die hier sozusagen eingebaut ist, weil deine normale SIM-Karte kannst du mit diesem Gerät nicht mehr nutzen. Apple hatte bei der Keynote des iPad Pro mit dem M2-Prozessor unwahrscheinlich coole Kameraeinstellungen versprochen. Es geht jetzt sozusagen, dass du beim Pro in ProRes aufnehmen kannst, was die Videoeinstellung betrifft, für die Filmeinstellung, Fotos. Du kannst sogar Drehs mit dem iPad machen. Und ich war daraufhin natürlich mal auf einem Dreh gewesen und habe das für euch probiert, mit dem iPad komplett alles zu drehen. Und es hat kaum funktioniert, weil Apple immer die Kameras hier für das iPad vernachlässigt. Sie bieten zwar ProRes-Codec an und eine ganze Menge mehr, aber wenn man die Kameras immer am iPad vernachlässigt und nie die schönen Kameras von den aktuellen iPhones hier dann verbaut, dann muss man sich natürlich auch nicht wundern, dass man dann einfach die Kamera streicht. Und es waren beim iPad Pro mit M2 hier noch 2 Kameras, da war noch eine Weitwinkelkamera mit drin und es sind jetzt beim Apple iPad Pro, da fällt wieder mal der Pencil ab, M4 nur noch eine Kamera. Es ist nur noch eine Kamera hier sozusagen drin. Zwar gab es den LiDAR-Sensor immer noch und der ist auch gut so. Und dazu noch ein Blitz. Ja? Aber jetzt streicht Apple quasi die zweite Kamera hier noch im iPad und das wirft natürlich dann die Kreativen zurück, die voriges Jahr ja noch so ermahnt wurden, hier mit dem iPad Filme zu drehen. Jetzt kannst du mit einer 12-Megapixel-Kamera fotografieren und auch kleine Videos drehen. Es fehlt die Weitwinkelkamera. Viele Architekten und viele Fotografen, die sozusagen mal mit dem iPad unterwegs waren, haben diese Weitwinkelkamera geliebt. Und Apple hätte ja auch sagen können, okay, wir streichen jetzt die Weitwinkelkamera und das Ganze ist günstiger. Nein, das iPad ist nicht günstiger geworden.
Im Gegenteil, sogar etwas teurer, obwohl eine Kamera komplett fehlt. Und ich bin der Meinung, Apple hat es immer vernachlässigt, bei den iPads die Kameras aufzuwerten, bei den Pros. Bei den normalen iPads verstehe ich es ja, aber bei den Pros hätte man es nicht probieren können, wirklich mal gute Kameras, nämlich die aktuellsten aus den iPhones, auch ins iPad einzubauen und einfach mal warten, was die Kreativen dazu sagen, ob sie es annehmen oder nicht. Und ich bin definitiv der Meinung, die hätten es angenommen, denn es macht auch Spaß, mit dem iPad mal zu drehen, weil du hast hier so einen riesengroßen Monitor, kannst alles überwachen. Also ich jetzt sozusagen von der filmischen Seite würde das natürlich vertreten. Es ist, ich verstehe es, nicht für jeden von euch so wichtig. Kameras waren im iPad für Apple sowieso meistens nie wichtig. Aber dass man hier einfach eine Kamera wegklaut, das iPad sozusagen trotzdem genauso teuer lässt und ja, das dann nicht so richtig rüberbringt auf der Keynote, das finde ich ein bisschen schade. Viele von euch haben sich beim iPad Pro auch verschiedene Anschlüsse gewünscht. Und das wäre natürlich auch schon eine absolute Hiobsbotschaft gewesen, wenn man hier einen externen Ladeanschluss hätte und hier dann, wie gesagt, den jetzt schon befindlichen Thunderbolt-Anschluss USB-C 4. Dann hätte man hier laden können und hier sozusagen gleichzeitig die Daten übertragen, wenn es mal ein bisschen knapper wird mit dem Akku. Das ist natürlich auch möglich hier mit dem Magic Keyboard vom iPad. Das geht auch, denn hier ist unten noch ein USB-C-Anschluss angebaut und hier geht natürlich auch das externe Laden von dem iPad, aber du musst natürlich dann wieder 399 € mit einkalkulieren, um dann auch diesen Anschluss zur Verfügung zu haben. Wenn es schon Pro ist und man damit Videos schneiden kann und Fotos bearbeiten, dann möchte man natürlich auch einen schnellen Datentransfer und vom Akku her ist es natürlich so, dass du das öfter mal aufladen musst und das weiß natürlich auch Apple, aber hier sozusagen mal einen Ladeanschluss ranzubauen, was jetzt sozusagen nicht schlimm wäre, das haben sie wie gesagt auch bei dieser Modellvariante verpasst. Und es ist immer nur noch ein USB-C bzw. Thunderbolt-Anschluss dran. Da muss man ja schon glücklich sein, dass man hier sozusagen mit einem Thunderbolt-Anschluss arbeiten kann, denn die anderen iPads wie das Air und andere sind natürlich mit dem langsamen USB-C-Anschluss ausgestattet und dieser langsame USB-C-Anschluss, der lässt natürlich die Daten in Schrittgeschwindigkeit durch. Also da kann man wie gesagt jetzt schon froh sein, dass man hier sozusagen den Thunderbolt-Anschluss am Pro dran hat. Aber es wäre wie gesagt trotzdem besser gewesen für alle, die kreativ sind und viel mit Datentransfer arbeiten müssen und schnellen Geschwindigkeiten. Du kannst natürlich hier auch so einen Hub anschließen. Da hat man dann verschiedene USB-Anschlüsse, auch einen Ladeanschluss mit dran, kein Problem. Aber du kriegst dann nicht mehr die schnellen Geschwindigkeiten von diesem Thunderbolt-Anschluss in puncto Festplatten und anderen Dingen. Da wird es dann auch schon ein bisschen langsamer. Aber wie gesagt, schön wäre es gewesen. Schade ist es jetzt, dass hier sozusagen kein weiterer Netzanschluss verbaut ist. Eins meiner Lieblingsthemen bei Apple-Produkten sind natürlich die Fingerabdrücke. Man toucht hier rauf und man sieht sofort den Finger. Und hier beim Mattendisplay ist es sogar noch, ich würde sagen, ein bisschen schlimmer. Aber das sieht man natürlich nicht jetzt, wenn das Display an ist. Wenn es aus ist, dann hast du sozusagen nur so eine Tatzen dran. Da gibt dir Apple noch ein extra Tuch, dass du das immer reinigen kannst. Das ist, wie gesagt, jetzt auch nicht so mein Problem. Aber ich hatte mir eigentlich erhofft, da es letztes Jahr beim MacBook Pro eine gute Premiere gab, dass Apple hier sozusagen die MacBook Pros beschichtet hat, dass die sozusagen nicht allzu Fingerabdruck anziehend war. Und jeder war froh, dass es jetzt sozusagen eine Beschichtung gibt, die sozusagen die Fingerabdrücke nicht mehr so doll rauflässt auf die ganzen verbauten Materialien. Und ich dachte eigentlich beim iPad Pro kommt das Ganze für 3.200 €, ich sage es immer wieder, oder für 2.600 €, sogar für 2.000 €. Warum, wenn man die Technologie hat, macht man das nicht? Hier, wie gesagt, okay, beim Keyboard ist es nicht ganz so schlimm, aber wenn du jetzt sozusagen am Apple iPad Pro arbeitest und hast natürlich hier wieder alle Fingerabdrücke dran und vorne auf dem Display genauso. Es gibt diese Technologie bei Apple und beim MacBook Pro M3 wurde sie schon angewandt und alle waren glücklich. Aber leider ist es nicht passiert, dass man hier sozusagen beim neuen iPad Pro diese Beschichtungsart übernommen hat, den Kunden glücklich macht, dass sozusagen weniger Fingerabdrücke hinten oder vorne drauf sind. Schade.
Ein weiterer Kritikpunkt, der betrifft jetzt nicht alle, denn viele nutzen das iPad natürlich unterschiedlich. Die einen konsumieren, die anderen produzieren oder wollen produzieren. Und da sind wir natürlich schon beim nächsten Thema. Und zwar ist es immer noch so, dass Apple hier Vorgaben liefert in Sachen Hardware, die einfach mal Hammer sind. M4-Prozessor mit einer Leistungskapazität, da hättest du damals sozusagen komplett die NASA fliegen lassen können und die wären zweimal zum Mond und zurückgekommen mit dieser Kapazität vom M4. Leider Gottes ist es immer noch so, dass es an Software fehlt. Wir haben schon mittlerweile viel dazu bekommen, gerade im kreativen Bereich, die ganzen Apps in Sachen Fotobearbeitung, in Sachen Videobearbeitung, 3D-Animation gibt es auch schon, aber das ist sozusagen alles jetzt noch in den Kinderfüßen und du bezahlst das eigentlich jetzt schon mit, obwohl es erst später kommt. Auch die ganze KI-Geschichte wird erst jetzt dieses Jahr, Mitte dieses Jahres bzw. Ende dieses Jahres immer reifer werden für das iPad Pro. Und das ist wie gesagt schade, dass es immer noch zu wenig gute Software gibt, um diese Powerleistung vom M4 und vom iPad nutzen zu können. Aber das war schon beim iPad mit dem M2 so gewesen, dass du sozusagen da auch noch nicht den vollen Power nutzen konntest. Und beim M4 sieht es jetzt genauso aus. Und das ist sozusagen auch noch eine Kritik, wo ich sage, ja, Apple gibt vor, aber die Softwareproduktion braucht so lange, bis sie sozusagen hier nachkommt. Das waren jetzt 2 Jahre, bis das sozusagen alles mal so einigermaßen passiert ist, dass dieser Ruck gekommen ist, dass das iPad sozusagen auch kreativ nutzbar wird und noch besser wird. Es wird natürlich noch besser, aber das war jetzt sozusagen mein letzter Kritikpunkt. Ich bedanke mich bei euch fürs Anschauen. Wenn du Ideen, kreative Anregungen, Kritik hast, einfach hier in die Videokommentare mit reinschreiben. Ich bin dankbar dafür. Bedanke mich natürlich auch bei dir fürs Anschauen. Sehr gern bis zum nächsten Video und ich sage Tschüss, bye bye und winke, winke.